So, wir schauen vor die CDU-Zentrale zu Christina Lewinsky. Christina, dass jetzt der Haushaltsausschuss Ja gesagt hat, dass die Mehrheiten möglicherweise auch beschafft worden sind, ist damit das Paket tatsächlich schon durch oder droht da von irgendeiner Seite noch Ungemach? Herr Thomas, es ist ein scharfer, eiskalter Wind, der hier vor der CDU-Bundeszentrale weht. Und dieser Wind, der könnte möglicherweise morgen eben auch bei dieser Abstimmung wehen. Denn es sind nicht wenige Abweichler, von denen man mittlerweile hört. Es ist ja eine Mehrheit von 31 Abgeordneten, die man morgen hat. Friedrich Merz, der CDU-Chef, der gibt sich sehr zuversichtlich, hat gesagt, na ja, selbst wenn der ein oder andere krank wäre, dann ist er immer noch zuversichtlich, dass dieses Paket morgen durch den Bundestag kommt. Aber es gibt eben auch prominente Abweichler. Zum Beispiel Mario Chaya, der ehemalige CDU-Generalsekretär, ausgerechnet, muss man sagen, der jetzt sagt, er kann dem Ganzen nicht zustimmen. Er hat also im Prinzip noch eine Rechnung offen, auch mit seinem ehemaligen Chef Friedrich Merz. Und er ist eben nicht der Einzige. Wir hören von einem weiteren MdB der CDU, der Abstimmung morgen fernbleiben möchte. Deswegen hat man so ein bisschen vorgesorgt und hat jetzt heute eine Fraktionssitzung. Da soll natürlich noch mal auf Linie gebracht werden, genauso wie morgen. Da will man sogar einen Zählappell durchführen vor der eigentlichen Abstimmung. Insgesamt gibt man sich hier hinter mir bei der CDU in der CDU-Spitze sehr, sehr zuversichtlich. Zum Beispiel Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer, ist vor wenigen Minuten hier hineingegangen und hat auf meine Frage geantwortet, wie viel Sorgen ihm denn die potenziellen Abweichler machen. Und wir hören mal ran, was er gesagt hat. Also Tatsache ist ja, dass wir uns an die Geschäftsordnung gehalten haben, in jedem einzelnen Punkt. Es gab nirgendwo eine Fristverkürzung, ganz im Gegenteil. Wir haben darauf geachtet, dass Änderungsanträge frühzeitig vorliegen, dass genügend Beratungszeit ist und was man auch nicht übersehen darf, wir sprechen hier zwar über ein sehr wichtiges Gesetzgebungsvorhaben, es geht um eine Grundgesetzänderung, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht sehr komplex. Es sind nicht sehr viele Seiten, die das Gesetzesvorhaben umfasst. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass das Bundesverfassungsgericht auch in diesem Fall keine Einwände haben wird. Julia Klöckner, eine gute Bundestagspräsidentin? Der Fraktionsvorsitzende, der Bundesvorsitzende wird zu geeigneter Zeit einen Vorschlag dazu machen. Aber heute nicht. Vielen Dank. Ciao. Wir sind miteinander im Gespräch. Wir haben heute eine Fraktionssitzung, auch morgen nochmal. Wir diskutieren diese Dinge offen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit einer großen Geschlossenheit die Grundgesetzänderung morgen erreichen werden. Vielen Dank. Ciao. Soweit also Thorsten Frey, aber wir haben auch weitere Mitglieder auch des Präsidiums schon gehört. Sie alle sagen, wir sind sehr zuversichtlich, dass das morgen eine positive Abstimmung aus unserer Sicht geben wird. Wir haben Thorsten Frey auch gerade gehört am Anfang dieses Einspielers, wo er über das Bundesverfassungsgericht gesprochen hat. Denn es gibt ja mehrere Eilanträge, die eingereicht wurden gegen diese Abstimmung morgen im Bundestag. Also diese Entscheidung aus Karlsruhe, die steht tatsächlich auch noch aus. Wir wissen es, am Freitag erst hatte Karlsruhe geurteilt zum Antrag von Linken und AfD. Und da wurde am Freitag zumindest argumentiert, dass verfassungsrechtlich dieser Abstimmung morgen erst einmal nichts im Wege stehe. Christina, recht vielen Dank vors Konrad-Adenauer-Haus.